So, was glaubt ihr, wo wir denn heute Fledermäuse finden? Da drinnen? Warum glaubst du da drin? Weil da so dunkel ist. Weil es da dunkel ist, genau. Für mich ist es mega spannend und auch energetisierend, mit den Kindern zu arbeiten. Die haben nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge, die stellen andere Fragen, aber sind trotzdem mega begeisterungsfähig. Die wissen manchmal auch erstaunlich viel schon. Und wenn ich ein bisschen was von meiner Begeisterung weitergeben kann an die Kinder und es am Ende dazu führt, dass diese Kinder sich mehr für Natur, für Fledermäuse begeistern, vielleicht auch mehr Gründe sehen, diese Sachen zu schützen, dann ist das was mir einfach sehr wichtig ist. Da fliegt sie, ja, hier schießt sie über uns rum. Jetzt seid mal alle ganz leise, damit wir auch unsere Detektoren hören. Dein Museum für Naturkunde Berlin verändert sich. Wir bauen um, erschließen unsere Sammlung und schaffen Orte für Austausch und gemeinsames Lernen. Die Museumsevolution hat begonnen. Dieses Projekt ist im Rahmen vom Yeti-Hub-Projekt entstanden. Und im Rahmen von diesem Projekt hatten wir unterschiedliche Events, Workshops, Mentoring-Programme und wurden dabei eben geschult, wie wir Öffentlichkeitsarbeit machen, sodass sie eben auch bei den Zielgruppen ankommt und dass das, was wir uns als Wirkung wünschen, auch tatsächlich eintritt. Da flog was richtig groß. Public engagement, by definition, wants to enable the collaboration between science and society and the interaction between both. The core aspect of public engagement is that it aims to enable this interaction by really focusing also on the benefits for both science and societies. Das Yeti-Projekt ist Teil des Public Engagement and Impact Units. Das heißt, es ist eine Gruppe von verschiedenen Projekten, die sich alle mit den Themen Impact, mit den Themen Public Engagement in der Forschung auseinandersetzen. Das Ziel vom Workshop ist es, die Forschenden aus dem Museum zusammenzubringen mit gesellschaftlichen Akteuren aus ganz unterschiedlichen Bereichen und in einem partizipativen Prozess gemeinsam wirkungsvolle Public Engagement Projekte zu entwickeln, die sowohl einen Mehrwert schaffen für die Forschenden des Museums als auch für die gesellschaftlichen Akteure, die involviert sein werden. I think the main storyline of what we thought about is that we are coming from having science in a black box to having science in a glass box. Okay, tatsächlich werden die Fledermäuse bis zu 40 Jahre alt. Diese Fledermaus-Exkursion oder Bad Night, das ist das erste Projekt, was wir mit dem Naturkundemuseum zusammen machen und ich finde es großartig. Das ist genau das Richtige, was wir hier auch brauchen. Genau, und dann wächst erst die nächste Generation. Wir wollen jetzt mal zu unserer Bastelaktion übergehen. Seid ihr bereit? Ja? Ich will nicht mal basteln. Ja, sehr gut. Das Wichtige ist ja, dass das Naturkundemuseum zu uns in den Kiez, in den Sozialraum gekommen ist, weil die Familien sind einfach wahnsinnig belastet und haben überhaupt keine Ressourcen mehr, dass sie sich auf den Weg machen und eben auch Eintrittsgelder zu bezahlen. Und wir sehen uns einfach als Anlaufstelle für die Familien, dass wir sagen, okay, ihr geht einfach um die Ecke zu uns ins Familienzentrum und könnt mit euren Kindern diese großartige Expertise, die das Naturkundemuseum ja auch hat, genießen und mitnehmen. Und das stecken wir jetzt vorsichtig an die rechteste Seite, in das rechte weiße Kästchen, was ganz an der Kante ist. Wir arbeiten schon seit Jahren mit der Stiftung Naturschutz Berlin, also mit dem Projekt Naturbegleiter zusammen und haben schon ganz viel auf den Weg gebracht. Und die Naturbegleiter, also der Koordinator Nikolai Becker, der ist auf mich zugekommen und hat gesagt, ey Beate, ich habe hier was ganz Großartiges, wollen wir das nicht zusammen auf den Weg bringen? Und ich habe gedacht, ja, das ist wunderbar, das machen wir natürlich, machen wir das. Wir versuchen immer zu verstehen, welche gesellschaftliche Relevanz die Forschung des Museums hat. Und dort anzuknüpfen und konkrete gesellschaftliche Herausforderungen zu identifizieren, die in einem Zusammenhang mit der Forschung stehen. Indem wir diese gesellschaftlichen Herausforderungen dann ganz konkret in den Projekten aufgreifen, versuchen wir Projekte zu schaffen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen, sowohl für die Forschenden selber, als auch natürlich für die gesellschaftlichen Akteure, die dann involviert sind. Genau, das steckt man da drauf. Das, drauf, oder? Ja, so weit wie es geht.
Forschungsarbeit ist auf der einen Seite natürlich Wissensgenerierung, auf der anderen Seite ist es aber auch Teil vom Leben als Forscherin, dass man auch dieses Wissen, was man erarbeitet hat, teilt. Und das teilen wir auf der einen Seite eben in unseren Publikationen mit dem Rest der Fachwelt. Aber es ist eben so, dass die Forschung, wie sie in der Fachwelt publiziert wird, oft nicht verständlich ist für die normale Bürgerschaft. Weil erstens muss man Englisch sprechen können, zweitens ist es ja auch Fachsprache, in der wir sprechen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir als WissenschaftlerInnen auch uns bemühen, alle Teile der Gesellschaft zu erreichen und da eben auch die mit ins Boot zu holen, die eben vielleicht nicht Englisch sprechen können zum Beispiel. Den macht ihr mal an, dass der auf ganz laut ist. Ich muss da mal Und den auf der rechten Seite, den stellt ihr, dass der weiße Strich nach oben zeigt, okay? Und der hier muss hier sein? Der muss da sein, genau. Ah ja. Okay. Wenn wir jetzt mal hier so hingucken, vielleicht, ich glaube, da hinten habe ich eine gesehen, neben dem Baum. Wir alle brauchen einen gesunden Planeten, wir brauchen gesunde Wälder, wir brauchen intakte Ökosysteme. Und deswegen müssen wir wissen, wie diese Systeme funktionieren, um dann eben auch zum Beispiel Naturschutzmaßnahmen entsprechend gestalten zu können. Hast du sie gesehen? Ich hab die gesehen. Okay, na dann würde ich sagen, wir laufen mal los und halten mal die Detektoren in den Himmel, okay? It was very interesting because I think the value for her is that she wanted to take on the research to these communities and scale the research impact that she had. But I think also for her it was interesting to understand how much the collaboration with the collaborators was important for our project, how much the collaborators gave her information about the target group with whom she was working, and how much this entire interaction and kind of this iteration between target groups and collaborators in the end made her project more impactful and also increased the quality of it. Die Kooperation mit den Naturbegleitern ist also ein ganz wesentlicher Pfeiler auch unserer Arbeit hier draußen in Buch. Wir haben die Natur direkt vor der Haustür und die haben die Expertise und so können wir gemeinsam wunderbare Sachen für die Familien hier auf den Weg bringen. Dann geht's weiter. Die Wirkung, die ich mir wünsche, ist auf der einen Seite, dass Begeisterung ankommt bei einer Gruppe, die normalerweise von dieser Öffentlichkeitsarbeit nicht erreicht wird. Also dass es eigentlich eine Gruppe ist, die nicht integriert ist in den Wissenstransfer, der durch zum Beispiel Museen oder sowas erreicht wird. Und dass diese Leute und diese Menschen, diese Familien und Kinder, dass sie genauso Teil der Gesellschaft sind und dass die auch erreicht werden müssen mit dem, was wir beschließen, was wir herausfinden, worum sich hier alles dreht. Da oben ist Ja, sehr gut. gut erwischt habe ich. Und nicht hinter Guck mal, ich glaube, das ist schon mehr als eine, oder? Werde auch du Teil der Museumsevolution. Mehr unter museumfürnaturkunde.berlin.